Es ist eine tödliche Ungerechtigkeit. Als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie die ganze Welt auf den rettenden Impfstoff wartete, sicherten sich die reichsten Länder der Welt den Großteil der Impfdosen und bescherten damit den Impfstoffherstellern Milliarden Gewinne. In den ärmsten Ländern konnten da nicht mal die alten und schutzbedürftigen Menschen rechtzeitig geimpft werden. Hunderttausende Menschen könnten so noch leben, sagen Wissenschaftler, wenn der Impfstoff auf dem Höhepunkt der Pandemie gerechter verteilt worden wäre oder wenn mehr Impfstoff produziert worden wäre. Dazu hätte man zum Beispiel die Patente freigeben können, damit mehr Hersteller Impfstoffe produzieren können. Doch die Pharmakonzerne lehnten eine Freigabe der Patente ab und auch die EU-Kommission blockierte das von Anfang an. Mit tödlichen Folgen, zum Beispiel in Südafrika. Darum geht es im zweiten Teil unserer Doku Tödliche Profite. Schon 3 Monate waren Rose und die Kinder nicht mehr am Grab von Samuel Weber. Die Fahrt zum Friedhof können sie sich nicht oft leisten. Seit sie ihn im letzten Sommer hier bestattet haben, sind etliche Gräber dazugekommen. So, hier ist Papa. Er schläft hier für immer, verstehst du? Tut mir leid. Tut mir so leid. Er liebt dich so sehr. Nicht weinen, Süße, nicht weinen. Papa war krank. Da hat Gott ihn zu sich geholt, damit er keine Schmerzen mehr hat. Angesichts der vielen Corona-Toten seien die Sargbauer mit der Produktion nicht mehr hinterhergekommen, erzählen Bestatter. Mit einer Impfung könnten viele Menschen hier vielleicht noch leben. Warum kamen die Impfstoffe hier nicht an? Ein Grund: der Patentschutz. Ende 2020 hatten Südafrika und Indien beantragt, diesen Patentschutz auf Covid-19-Impfstoffe und auch Medikamente auszusetzen, damit man sie weltweit produzieren kann. Der Patentschutz verhindert, dass andere Hersteller weltweit den Impfstoff kopieren und günstig verkaufen können. Die Freigabe der Patente für die Zeit der Pandemie sollte das möglich machen. Sinn mache das allerdings nur, wenn gleichzeitig ein Technologietransfer stattfindet, sagen Fachleute. Wenn die Pharmafirmen also auch ihr Wissen zur Herstellung des Impfstoffes an andere Hersteller weitergeben. Die Idee fand weltweit breite Unterstützung. Viele Länder waren dafür, auch die Weltgesundheitsorganisation und sogar das Europäische Parlament. Kathleen van Bremt hat im EU-Parlament für die Freigabe der Patente gekämpft. Sie ist überzeugt, in einer Pandemie muss Impfstoff ein öffentliches Gut für alle sein, nicht geistiges Eigentum einiger weniger. Wenn wir uns einig sind, dass in einer Pandemie die Impfstoffe, die Leben retten, ein öffentliches Gut sind, dann ist die absolute Konsequenz daraus der Verzicht auf geistige Eigentumsrechte an allem, was damit zusammenhängt. Denn was man erreichen will, ist, dass jeder, der in der Lage ist zu produzieren, auch produzieren kann. Die belgische Sozialdemokratin leitet einen Sonderausschuss, der die Corona-Politik der EU aufarbeiten soll. Dort wird es auch um die Frage gehen, ob die EU eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe verhindert hat. Beim ersten Treffen ist Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides zu Gast. Vor allem die EU-Kommission blockierte die Freigabe der Patente. Laut interner Protokolle hielt die Kommission die Aussetzung des Patentschutzes für ein nicht akzeptables Ergebnis. Und mehr noch, für das schlimmste denkbare Szenario. Merkwürdig. Dabei gab es schon Mitte 2020 eine Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten, die ganz anders klang. Darin heißt es zum Beispiel: In den Verhandlungen mit der Pharmaindustrie wird die Kommission für Covid-19-Impfstoff als ein globales öffentliches Gut eintreten. Und weiter heißt es,
die Kommission werde versuchen, gegenüber der Pharmaindustrie für das Teilen von geistigem Eigentum einzutreten. Insbesondere dann, wenn dieses geistige Eigentum mit öffentlicher Unterstützung entwickelt wurde. Das ist für mich ein großartiger Text. Ich hätte ihn selbst schreiben können. Es wäre toll gewesen, wenn Sie das getan hätten, aber Sie haben es nicht getan. Weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten haben entsprechend gehandelt. Im Gegenteil, würde ich sagen. Aber warum tat die EU das Gegenteil von dem, was sie eigentlich versprochen hatte? Auch er sucht schon lange eine Antwort auf diese Frage. Hans van Scharen arbeitet für Corporate Europe Observatory, kurz CEO. Die Organisation untersucht Lobbyeinflüsse auf die EU-Politik und kämpft für mehr Transparenz. Zuletzt hat sie sich intensiv mit der Impfstoffbeschaffung der EU befasst. Unsere Organisation gibt es seit 25 Jahren und wir haben noch nie in irgendwelchen Dokumenten so einen Unwillen gesehen, transparent zu sein. Und das ist angesichts des Ausmaßes der Pandemie, angesichts der Bedeutung der europäischen Entscheidungen bei diesem Thema für uns wirklich schockierend. Schon im September 2020 beantragte CEO Einblick in Akten rund um die Impfstoffbeschaffung. Doch die Dokumente wurden teilweise geschwärzt, vieles wurde verborgen. Manches fanden sie dennoch. Zum Beispiel stießen sie auf ein wichtiges Treffen. Im Dezember 2020 traf sich die EU-Kommission mit einer Lobbyorganisation der Pharmaindustrie. In einem Dokument zu diesem Treffen warnen die Lobbyisten massiv vor der Aussetzung des Patentschutzes auf Corona-Impfstoffe. Patentrechte aufzuheben sei eine extreme Maßnahme für ein nicht identifiziertes Problem. In dem Moment befanden wir uns bereits auf dem Höhepunkt der Pandemie. Hunderttausende Menschen starben. Insofern ist diese Aussage ziemlich schockierend. Denn im Grunde sagt die Pharmaindustrie dort zur Kommission, es gibt kein Problem, wir werden genug Impfstoff für die ganze Welt produzieren. Heute wissen wir, sie haben es nicht getan. Das wichtigste Argument der Pharmaindustrie? Die Hersteller hätten Milliarden in die Entwicklung der Impfstoffe investiert. Ohne Aussicht auf Gewinne gäbe es keinen Anreiz mehr für neue Forschung. Doch stimmt das wirklich? Erstens gibt es die Covid-Impfstoffe, weil viel öffentliches Geld in Forschung und Entwicklung gesteckt wurde. Auch privates Geld, aber eben nicht 100% privates Geld, sondern viel öffentliches Geld. Das ist das erste Gegenargument. Und das zweite ist, weil wir all diese Impfstoffe für die europäische Bevölkerung gekauft haben, bekamen die Hersteller 10-mal, 20-mal ihr Geld zurück. Warum muss das unbegrenzt sein? Grenzenlose Profite mit Hilfe der EU? Die EU-Kommission kann auf unsere Anfrage hin auch im Nachhinein keinen Fehler erkennen. Stattdessen lobt Präsidentin Ursula von der Leyen den Pfizer-Chef Albert Bourla als Helden der Pandemie. Albert, wir feiern Ihre Leistungen und Ihren Unternehmergeist. Das hilft der Welt und Sie können so stolz darauf sein. Und wir danken Ihnen dafür. Keinerlei Kritik an der Pharmaindustrie. Eine Aussetzung des Patentschutzes auf Corona-Impfstoffe blockiert die EU-Kommission selbst dann noch, als die ungerechte Verteilung der Impfstoffe immer dramatischer wird. Im Handelspolitischen Ausschuss der EU sorgte man sich aber nicht etwa um die Folgen dieser Politik, sondern darum, wie man der Bevölkerung diese Blockadehaltung am besten verkaufen kann. Das zeigen Protokolle, die Monitor und CEO exklusiv vorliegen. Immer wieder weisen die Mitgliedsländer darauf hin, dass die Haltung gegenüber der Zivilgesellschaft konstruktiv kommuniziert werden müsse. Die EU müsse sich auf das absehbare schwarze Peter-Spiel gut vorbereiten. Auch die Impfstoffhersteller sorgen sich um ihr Image.
BioNTech etwa lehnt die Freigabe der Patente zwar ab, den Vorwurf, Gewinne über die Rettung von Menschenleben zu stellen, weist man aber energisch zurück. Denn eine Aufhebung der Patente mache keinen Sinn. Das eigentliche Problem liegt für den BioNTech-Chef darin, dass mRNA-Produktion in Europa und in den USA möglich ist und dass keine geeigneten Produktionsmöglichkeiten, zum Beispiel in den afrikanischen Staaten, vorliegt. Tatsächlich? In einer Studie hat die Organisation Ärzte ohne Grenzen im globalen Süden etliche Standorte benannt, die durchaus in der Lage seien, mRNA-Impfstoffe herzustellen. Insgesamt 120 Produktionsstätten. Ginge es BioNTech und Moderna tatsächlich hier um eine schnelle Steigerung und einen fairen Zugang zu diesen Impfstoffen, würden sie einen Technologietransfer durchführen mit den fähigen Herstellern, die wir in der Studie eben auch identifiziert haben. So die Kritikerin. Und tatsächlich hat man in Afrika vergeblich auf einen Technologietransfer gewartet. Wir sind bei Afrigen, einem Biotechnologieunternehmen in Kapstadt. Karen Fenner ist die technische Leiterin hier. Sie führt uns in das zentrale Forschungslabor. Die Wissenschaftler arbeiten an einem eigenen mRNA-Impfstoff. Sie sind Teil eines internationalen Projektes unter Federführung der Weltgesundheitsorganisation, dem sogenannten WHO Technology Transfer Hub. Das Ziel ist der Aufbau einer eigenen Impfstoffproduktion in afrikanischen Ländern. Für eine sichere Gesundheitsversorgung müssen wir in der Lage sein, Impfstoffe vor Ort herzustellen. Und darum geht es hier. Es geht darum, die Technologie zu etablieren und sie an Partner in Afrika und anderen Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weiterzugeben. Dann können sie ihre eigenen Impfstoffe herstellen und sind bei zukünftigen Pandemien in der Lage, die eigene Bevölkerung mit Impfstoff zu versorgen. Spätestens 2024 soll der eigene Impfstoff fertig sein. Viel später als erhofft. Immer wieder hatte die Weltgesundheitsorganisation die großen Impfstoffhersteller aufgefordert, ihr Wissen zu teilen. Vergeblich. Der Chef der WHO kritisierte in seiner Videobotschaft die Weigerung des US-Herstellers Moderna ungewöhnlich scharf. Wenn Moderna mit uns zusammenarbeiten würde, könnten wir den Impfstoff des WHO-Hubs mindestens ein Jahr früher zur Zulassung einreichen. Das würde Leben retten, das Risiko von Varianten verringern und den wirtschaftlichen Schaden der Pandemie verringern. Leben retten, die Pandemie eindämmen. Auch die Afrigen-Geschäftsführerin versteht nicht, warum die Konzerne den Technologietransfer trotzdem verweigern. Aus einer Unternehmensperspektive, mit Blick auf die Aktienkurse, kann ich das vollkommen verstehen. Das sind die Grundlagen des Kapitalismus. Aber in einer Pandemie, in der das schnelle Teilen von Informationen das Leben vieler, vieler Menschen hätte verändern können, verstehe ich das nicht. Doch es kommt noch schlimmer. Denn das Forschungsprojekt bekam sogar Gegenwind. Und zwar von diesem Mann. Holm Keller, immer erkennbar am gelben Schal, ist Chef einer Organisation, die nach eigenen Angaben die Verbreitung medizinischer Innovationen unterstützt, der Kennap Foundation. Im August 2021 bekommt Terre Blanche Besuch von Keller. Erst kurz zuvor habe sie erfahren, dass Kellers Organisation ein enger Partner ausgerechnet von BioNTech ist. Ich habe mich dabei sehr unwohl gefühlt. Ich habe da einen sechsten Sinn. Ihr Gefühl sollte sie nicht täuschen. Nur wenig später veröffentlicht Kennap einen Bericht. Kennap fordert die sofortige Einstellung des Forschungsprojektes und unterstellt, dass Afrigen Patentrechte verletze. Das Projekt des WHO Technology Transfer Hubs, den Herstellungsprozess des Covid-19-Impfstoffs von Moderna zu kopieren, sollte sofort beendet werden. Als der Report rauskam, war ich wirklich wütend und enttäuscht, weil unser Unternehmen zu der Zeit alles gleichzeitig machte. Wir waren in einem solchen Leistungsmodus, haben alles gegeben, um das hier zum Erfolg zu bringen. Und dann heißt es in so einem Bericht, dass das Projekt einfach beendet werden sollte.
Afrigen habe nie Patentrechte verletzt, sagt sie. Und auch Kennab hält diesen Vorwurf auf unsere Nachfrage hin nicht mehr aufrecht. Aber was sollte dann der Bericht? Ich glaube, es war einer der Versuche, davon abzulenken, dass BioNTech sich wirklich komplett verweigert, sowohl mit diesem Technologietransfer-Hub zusammenzuarbeiten oder eben auch die Technik direkt mit fähigen Herstellern im globalen Süden zu teilen. Ein schwerer Vorwurf. Auf Anfrage teilt BioNTech mit, man habe den Bericht nicht veranlasst, unterstütze die Idee des Technology Hubs und sehe dort auch keine Patentverletzung. Aber welche Verbindung gibt es zu Kennab? BioNTech bestätigt, dass Kennab ein wichtiger Partner des Unternehmens ist, ausgerechnet für den Aufbau von Produktionsstätten für Impfstoffe in Afrika. Im Februar organisierte Kennab die Präsentation der sogenannten BioNtainer, kleine Containerfabriken zur Impfstoffproduktion, die BioNTech künftig in afrikanischen Staaten aufstellen will. Anstatt Patente zu teilen, baut BioNTech also eigene mobile Produktionsstätten. Etwa im Senegal, wo Bundespräsident Steinmeier im Beisein von Kennab-Chef Keller eine BioNTech-Baustelle besuchte. Neue Impfstoffe für Afrika sind ein künftiger Milliardenmarkt. Auch der Impfstoffhersteller Moderna will für $500 Millionen eine Produktionsstätte aufbauen. Um Corona gehe es bei all dem kaum noch, sagen Kritiker. Die westlichen Pharmakonzerne wollten sich vor allem ihr künftiges Geschäft in Afrika sichern. Hier geht es ganz klar um eine Kontrolle des Marktes. Also wir sehen, dass da eben kein Technologietransfer durchgeführt wird, sondern eben die Produktion erstmal in eigener Hand gelassen wird, was natürlich auch für zukünftige Impfstoffe, für TB, Malaria, HIV, AIDS eine extreme Rolle spielt, wenn das Wissen, die Technologie nach wie vor bei BioNTech, Pfizer und Moderna liegt. BioNTech, Pfizer und Moderna betonen auf Nachfrage, es gehe ihnen darum, dass möglichst viel Impfstoff hergestellt werden könne. Mitte Juni beschloss die Welthandelsorganisation einen angeblichen Kompromiss beim Patentschutz. Eine beschränkte Zahl von Ländern darf nun Patente aussetzen. Vom ebenso wichtigen Technologietransfer ist weiterhin keine Rede. Und die Regelung gilt nur für Corona-Impfstoffe, nicht für wichtige Corona-Medikamente. Den Ländern im globalen Süden wird das kaum helfen. Nicht jetzt und schon gar nicht in künftigen Pandemien. Für Menschen wie Rose Webber und ihre Kinder kommt das ohnehin zu spät. Manchmal staunt man über den Irrsinn der Welt. Es war so offensichtlich, dass, wenn wir das nicht überall stoppen würden, es gar nicht gestoppt würde. Wenn diese Pandemie unser Denken nicht geändert hat, was muss passieren, damit wir anders denken und nicht nur innerhalb unserer Grenzen oder unserer Kontinente? Was muss noch passieren, damit wir unser Denken ändern? What is it going to take for us to think differently?